Ich bin hier in Medjugorje und bin mit, wie heißt du? Anna, Anna, woher kommst du? aus Imst in Tirol. Wie oft warst du in Medjugorje? Man zählt nicht, wie oft man zur Muttergottes fährt. Warum kommst du Man immer wieder hier? zählt es nicht, Nicht, weil, ja? weil das meine Mutter ist. Weißt du, wie oft du bei deiner Mutter warst? Aha. Aber schätzungsweise, wenn du eine Zahl willst, ungefähr 100 Mal. Wow. Aber was ist so Besonderes an Medjugorje für dich? Äh, Ich möchte da jeden, der das erste Mal rumkommt und es gefällt ihm nicht, braucht er sich nicht entsetzen. Das erste Mal, wie ich runtergekommen bin, es war 1985, da habe ich mir geschworen, nie mehr wieder. War Katastrophenfahrt, war Katastrophenwetter, war alles Katastrophe für mich. Und es hat mich auch nicht erwischt. Erst zu Hause, habe ich noch einmal einen Vortrag über Medjugorje angehört. Und da habe ich gemerkt, dass ich eigentlich das alles nicht mitbekommen habe. Ich wollte nur draufkommen, was hier falsch läuft. Weil in die 80er Jahre, da scheint nicht mehr die Mutter Gottes. Das geht nicht mehr. Und ich bin so intelligent, ich komme da drauf, was da passiert. Also ich war vollkommen zugekapselt. Und dann habe ich aber noch einmal eine Chance gegeben der Mutter Gottes. Habe ich gesagt, da ist jetzt ein Vortrag über Medjugorje, ich gehe da noch mal hin und ich kann dagegen reden. Ich habe das gesehen, ich weiß, was da läuft. Nichts. Habe mir den Vortrag noch mal angehört und dann bin ich immer kleinlauter geworden. Immer kleinlauter. Das habe ich nicht gesehen, ich habe keine Slavko getroffen, ich habe keine Seher getroffen. Ich bin nur mit negativen Gefühlen in die Kirche reingegangen. Dann habe ich zu der Vortragenden gesagt, ich gebe dir noch einmal eine Chance zur Mutter Gottes. Ich fahre noch mal mit, aber nur mehr fliegen, nicht mal mit diesem depperten Bus mit 24 Stunden ohne Klo und ohne Ding. Ich gebe dir noch mal eine Chance. Habe mich dann noch mal angemeldet. Der Flug ist aber ausgefallen, der Bus ist ausgefallen. Wir mussten mit dem Zug, mit dem Gastarbeiterzug runterfahren. Es hat gestunken, es hat gesliebewitzelet, war eine Katastrophe. Und dann bin ich unten noch draufgekommen, dass das eine Gebetsschulleiterin ist. Mit Pater Slavko. Ich habe mir gedacht, was wieder auf dem falschen Platz. Ich kann ja nicht, ich bete selber nicht. Was soll ich da mit der Gebetsleiterschule? Habe ich zu meinem Freund gesagt, wir sind wieder falschen Platz. Und dann hat es uns mit Pater Slavko, der hat uns so gut rumgebracht. Vormittag 2 Vorträge, Nachmittag 2 Vorträge. Volles Programm, volles Programm. Und dann rein in die jetzt, wer das Slavko kannt hat. Und jetzt fetten noch rein. Und dann ist bei mir, ist bei mir gekippt, eigentlich im negativen Sinn. Er hat uns noch in die Kirche reingedrückt, draußen hat es geregnet, da war rundum noch nichts. Und dann hat er eben, alles war bummvoll, er hatte keinen Sitzplatz mehr. Ich habe mich bis zur Säule durchgekämpft. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, jetzt müssen wir Deutsch reden. Jetzt reden wir 2 Deutsch. Mir ist das zu viel. Ich habe beruflich einen Stress. Und jetzt erfahre ich da, ich soll noch 3 Rosenkränze beten, ich soll noch 2 Tage fasten, ich soll das und das machen, jetzt reden wir Deutsch miteinander. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Wir sind getrennt. Also, wenn das Programm von Medjugorje ist, dann bin ich überfordert. Ich bin vollkommen überfordert. Und da ist mir auch das ganze Ding, da war dann eine Stimme da zwischen Ohr und Ding, also es war außen. Eine ganz liebe männliche Stimme und die hat gesagt, du brauchst überhaupt nichts zu tun, ich liebe dich trotzdem. Oh, ich habe niemandem was sagen, ich dachte, jetzt hat's dich erwischt. Jetzt ist irgendetwas falsch gelaufen. Das habe ich ja nicht gekannt, dass es das gibt. Das habe ich erst von anderen erfahren, dass es diesen Zustand gibt. Und dann haben wir noch später gedacht, ich habe niemandem darüber gesprochen. Also es sind nachher auch die Tränen gekommen. Es hat die Frau neben mir, die hat mich nur mal gestreichelt, die hat gemeint, die ganze Familie ist ausgerottet. Die ganze Familie ist kaputt. Es hat alles ins Meer rausgebrochen, was Ding ist. Und ich habe dann mit niemandem darüber geredet. Ich bin dann heimgefahren und habe mir gedacht, jetzt hat mich aber drunter erwischt, weil alle kommen heim und beten gerne. Und ich soll jetzt nichts mehr beten. Das hat mir aber auch nicht gepasst. Da war ich auch auf Meeting, habe mir gedacht,
Vorsicht, jetzt hat er darunter erwischt. Sein beruflich wirklich alle Situationen daherkommen und auch privat, wo man sofort wieder zum Gebet greift. Mei, Herrgott hilft und so weiter. Und dann war immer der Satz wieder da, du brauchst überhaupt nichts zu tun, ich liebe dich trotzdem. Der war aber nachher innerlich drinnen. Aber der Satz war so präsent. Und dann habe ich gemerkt, also dass Gebet ganz was anderes heißt. Gebet heißt Vertrauen und die Situationen sind alle gut ausgegangen. Wir machen das, wenn irgendetwas passiert oder was, dann greifen wir zum Gebet. Wie ein Kohlautomat schmeißen wir das oben rein, unten muss die Lösung rauskommen. Und das hat er mir abgewöhnt. Also Gebet heißt einmal Grundvertrauen. Und da hat mir die Mutter Gottes genau abgeholt, wo der Mensch hinkehrt, mal Vertrauen in Gott in alle Situationen, was es da gibt. Und nachher ist, nach dem Monat, wie das vorbei war, dann ist die Gabe des Gebetes gekommen. Dann habe ich auf einmal gemerkt, also die brauche überhaupt nichts zu tun. Aus Freude dann, aus Dankbarkeit, dass die Situationen sich gelöst haben. Und nach einer unheimlichen Sehnsucht nach Medjugorje gegangen. Dann habe ich jedes Mal gesucht, wo gerade irgendein Bus runterfährt. Und, und wenn nichts war, bin ich mit dem Zug runtergefahren. Und das war so eine Kraft, die sich in mir gezogen hat. Und die Gabe des Gebetes, das ist echt nachher geblieben. Hauptsächlich das Fürbittgebet für andere. Und dann haben wir natürlich auch unter den Krieg sind wir runtergefahren, also das hat uns nicht geschreckt. Und das ist auch immer gut ausgegangen. Und dann zum Schluss hat uns die Pilgergruppen, das hat uns noch nicht mehr so zugesagt. Die anderen haben zu viel gebetet, die anderen zu wenig, die anderen waren zu fanatisch, die anderen, dann haben wir mit einer Freundin, die hat dann gesagt, sollen wir es nicht selber machen? Und dann haben wir gesagt, dann brauchen wir nicht jammern und nicht sumsen, dann müssen wir es richtig machen, wenn wir das Ding. Und dann haben wir angefangen, also selber organisieren, und das war dann 96 und bis eigentlich vor Corona. Und jetzt haben es Gott sei Dank Junge übernommen. Jetzt fahren alleine mit Gruppen. Dann hast du die Erfahrung gemacht, dass Medjugorje immer sagt, das ist eine Schule der Mutter Gottes, dass hier irgendwas die passiert? Hat mich dort genau abgeholt. Erklär mir, was ist diese Schule? Diese Schule, das ist das Gebet, also wo ich beleuchtet bin, dass ich genau eben, das Gebet heißt nicht irgendwas runterplappern, sondern einmal Grundvertrauen. Das Grundvertrauen in Gott. Es sind so viele Menschen, die wollen dieses Grundvertrauen. Erklär, wie kann man das haben? Du hast den Weg durchgemacht. Das musst du auch erarbeiten. Das musst du einfach verlassen drauf, auf Gott. Wenn irgendetwas kommt, du musst dich darauf verlassen, dass es gut ausgeht. Bei jenen, die Gott lieben, führt er alles zum Guten. Ja. Aber weißt du, viele Menschen denken in Deutschland, westlichen Ländern, Gott der Vater ist ein alter Mann mit einem weißen Bart und wir machen Fehler und er ist glücklich, kann uns in die Hölle schicken. Ja, also warum? Das ist nicht echt. Ein österreichischer Diakon hat gesagt, es ist ein teuflisches Bild von Gott dem Vater. Wie ist er wirklich? Du hast ihn jetzt kennengelernt. Wie ist er denn? Der Papa. Schmusen mitten. Besonders für Frauen. So zärtlich und lieb, oder? Also, da erinnere ich mich am EWTN einmal, ist eine Klosterschwester interviewt worden, und wo nachher jemand gefragt hat, also, wie stellst du den Gott Vater, oder wenn du stirbst, wie stellst du das vor? Da hat er gesagt, mal 400 Jahre mit dem Papa schmusen. Schön. Und das, also, ist wirklich die Beziehung, ja. Du brauchst liebende Väter beobachten da. Das laufen so viele liebende Väter herum mit den Kindern. Also mir imponiert das unheimlich von ja, mich auch. Mir imponiert das unheimlich. Ich habe ein bisschen ein falsches Vaterbild. Ich habe einen sehr guten Papa gehabt, einen religiösen, aber streng. Vor Ding da. Und mir imponiert das, also wo da denke ich, also Papa, so möchte ich auch mal. Und lästig sein darf er bei dir auch. Und ins Haar greifen darf er auch mal, wenn du so Kinder werdet wie die Kinder. Ja. Und also ich fordere uns schon heraus. Ja. Und war es für dich eine Erleichterung? Medjugorje, sagt man, ist der Beichtstuhl der Welt. Ja. Viele Leute haben Angst, zur Beichte zu gehen, wollen vielleicht sagen, was sagt der Priester, was denkt er über mich, was ich da gemacht habe, 30 Jahre nicht gegangen. Was würdest du den Menschen sagen? Du hast die Erfahrung hier gemacht. Das war auch interessant, also Beichterlebnis.
da hört man rum und da heißt man, da ist ein guter Beichtvater und den musst du Ding und zu den und der hat die Seelenschau und so weiter und so weiter. Vor Ding da, man will alles geschenkt bekommen und nicht selber rausgeben und bei dem musst du anstehen und so weiter. Und da bin ich mit einer älteren Frau da gewesen. Ich selber habe mir gedrückt ein bisschen noch vor der Beichte und habe natürlich, weil er eben anscheinend so gut war, seine Reihe natürlich gestanden und keiner ist rausgekommen aus dem Stuhl wieder. Von eine halbe Stunde, 2 Stunden habe ich gewusst, wenn noch 4 da sein, das dauert wieder 2 Stunden. Endlich einmal, die alte Frau, die wollte natürlich vor mir lassen, die dabei gehabt haben, habe ich die reingeschickt. Die ist natürlich auch wieder nicht mehr rausgekommen. Und dem Moment, wo eigentlich ich bald drangekommen war, hat ein anderer Priester, hat das Tafel genommen Deutsch und geht in den Beichtstuhl daneben hin. Ich muss das jetzt sein. Die ganze Schlange hinter mir hat natürlich geschaut, was ich jetzt mache, gell, und so weiter. Das wollte mich niemand überholen. Dann es bleibt jetzt nichts anderes übrig. Ich muss einfach in den neuen Beichtstuhl rein. Ich bin rein und war der Traumbeichter. Also den Typ hätte man nie zum Beichten ausgesucht. Es war ein Deutscher. Ich könnte ihn beim Namen Ui, nennen. Österreicherin beim deutschen Priester. Richtiger. Ach, das Von den Weltwunder. Dingen, also wirklich. Ja. Von den, ich hätte ihn mir nie ausgesucht. Von Ja. den, ja. Aber das war die Traumbeichte. Aha. Da hat noch gleich danach gesagt, du, wir sind noch nicht fertig, morgen nach der Messe kommst du noch mal. Mhm. Da machen wir weiter. Ach was. Machen wir weiter und du stehst draußen bei der Sakristei und nachher schließen wir die Sache ab Ja. und so weiter. Also das war, Warum eine Traumbeichte? Was ist so schön daran? ja, was ist denn schön? Ich weiß nicht, warum sich die Leute von den drücken. Du kannst das alles loslassen. Du kannst jemandem das erzählen, du kannst das rausspucken. Alles, was dir angesammelt ist, du kannst es rausspucken. Freiwillig, das ist genauso wie irgendwo ein Geschwür hast oder sowas. Wenn du das mal, es tut weh momentan, wenn der Arzt draufdruckt, aber es ist draußen. Und nachher kann es heilen. Nachher kann es heilen anfangen. Wie ein Pickel, wo man drauf drückt. Ja, Klick. und der hat natürlich die Pickel gefunden und nachher sind sie halt aufgebrochen. Und er hat gesagt, also deine Ding liegt in der Kindheit. So, er hat 5, 6 Sünden angekocht. Dann hat er gesagt, dein Problem liegt in der Kindheit zurück. Da hat er es gleich gespürt und hat das nachher angefangen aufrollen und so weiter. Und das also wirklich die Punkte, was man eigentlich weggeschoben hat und was man selber nicht wahrhalten wollte. Und da hat es nach 4, 5 Sünden hat er gesagt, du, stopp, kannst auch sagen, ich weiß, wo dein Problem liegt. Eine Verletzung in der Kindheit. Ja, und das hat er gesagt, das ist da und da müssen wir, und drum reagierst du so und wärst du das immer wieder ein Ding, wenn du das nicht wahrhaben willst. Wunderschön. Ja, Und es ja. war befreiend. Das Dein war Leben hat sich natürlich- geändert. Ja. Freunde Weil sagen, ich du mich hast dich selber verändert. auf einmal selber einschätzen habe können. Du weißt ja nicht, warum du den Blödsinn dann machst und warum du das gleiche Ding. Wir alle, ich Aber auch. Ich habe mich auf einmal einschätzen können Ja. und das einordnen können. Wunderschön. Mhm. Und es war befreiend. Ja, absolut. Absolut Und ich wünsche jeden, also ich gehe jetzt seitdem, wie die Mutter Gottes sich wünscht, also mindestens einmal im Monat beichten. Und ich freue mich jetzt mal drauf. Sicher. Ich freue mich jetzt mal drauf. Da denke ich mir, jetzt hat er das Problem. Ja. Nimm ich. Ich hab's los. Was der Priester damit macht, ich hab das gegeben. Wenn du nicht mehr schlafen kannst, ist dein Problem, aber nicht mehr mein. Aber die können schlafen, oder? Die sagen, im Namen der Kirche, im Namen Jesu Ja. Christus ist vergeben. Wenn sie nicht mehr schlafen können, ist das nicht mehr mein Problem. Ja. Denn wir für alles was sie Und du glaubst jetzt, dass es vergeben ist. Natürlich, Ja. natürlich. Das ist wichtig, das Sicher. auch zu glauben dann, oder? Ja, natürlich. Und, ja, Ja. und dann sagt unser Glaube, wenn wir am Stand der Gnade sind, dann können wir die Eucharistie empfangen. Ja. Viele Leute wissen nicht mehr, was die Eucharistie ist. Die Ja, Heilige haben keine Kommunion. Ahnung mehr. Kannst du das erklären ein bisschen? Das sind die Priester viel schuld. Und überhaupt, also ich möchte jetzt von unserem Land droben reden oder was. Das ist ja Ich egal. werde Was ist die Eucharistie? Für dich, erklär es. Ja, er ist da. Er ist da. Ich bewundere ihn wieder, denke mir, hast du Platz in der Scheibe? Hast du Platz? Rühr dich jetzt echt ein bisschen. Genau. Streck dich aus. Lass das fein dunkeln. Also es ist jetzt mal eine Faszination, dass ein Gott, ich habe mir jetzt wieder gedacht, mit der Menschwerdung, wie das möglich ist. Also es wird uns nicht bewusst, dass der große Gott, der die ganze Welt erschaffen hat, der das Ganze gemacht hat in eine Puppe da rein Platz. Das ist ja wie ein Korsett, was da eingepresst wird. Das ist ja ein Korsett.
Aber er Oder macht's für uns. Ja, ja, und wir kapieren es nicht. Oder da denken wir, bei einer Eucharistie, da hat da einmal ein Priester, der ist so schlampig hingestellt bei der Aussetzung. Da denke ich, und du bleibst jetzt 1,5 Stunden so und rührst dich nicht. Für das, dass er dich nicht richtig hinruckt. Also Das eine muss ja Liebesaffäre für dich zusammenhängen. geworden jetzt. Ja, Für mich auch. Du musst in die Kirche gehen und sagst, ja, du kannst nicht mehr ohne. Nein, Wir haben ja das auch so. geht nicht. Das Geht ist, nicht mehr. Nein, das ist aber ein Geschenk. Das Ja. ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Ja, Das alles suchen die Glückspille. Und die ist da, die Glückspille. ja. Jesus Christus in der Eucharistie. Wie ist bei dir? Erzähl mal von dir. Bei Wie mir ist ist gleich. Also ich war total verwundet. Jetzt Ja, hat ein Priester mir erklärt, warum es ist. ja. Oftmals mangelnde Selbstliebe. Er hat gesagt, Thomas, lieb dich selbst. Auch eine Sünde, aber was ist denn eine Sünde? Wir haben gegen die Wahrheit, das hört sich so mittelalterlich an, wir haben gegen die Wahrheit, gegen die Liebe verstoßen und waren unliebevoll in einer gewissen Weise. Ja? Und dann hat der Priester zu mir gesagt, Thomas, wenn du dich anfängst, ehrlich, gesund selbst zu lieben, wirst du das, was Gott von dir will. Mhm. Ich glaube, das ist für jemanden, der jetzt zuhört, da draußen. Ja? Dass wir anfangen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir wollen Das alle den vergessen wir anderen viel, das lieben, vergessen aber wir wir, ja. müssen uns selbst Wir gesund brauchen uns lieben. nicht aufopfern. Genau. Für den Überhaupt Rest der nicht. Das Welt. ist nicht Nein, katholisch. Das Überhaupt meinen nicht viele, katholisch. dass Ja. da überhaupt keine Freude mehr hast, dass Genau. ja alles bergab geht und so weiter. Genau. Nur noch, Sie haben noch nie so viel Freude gehabt. genau. Und die Freunde, die sie davor gehabt haben, die interessieren mich nicht mehr. Ja, Micha. Die interessieren mich nicht mehr. Das ist ein ganz anderer. Menschenschlag haben andere Ideen, ist ja okay. Den können sie haben, aber auf die bin ich nicht mehr scharf. Ja. Na, wenn sie mich nicht mehr akzeptieren, ist mir wurscht, weil ich zu heilig oder anscheinend Ja. oder weil ich sage, sie dürfen schon 4 Stunden Skifahren gehen. Wenn ich eine halbe Stunde in eine Messe gehe, Das dann ist bin immer ich das Komische, ja? fanatisch. Dann bin ich fanatisch, sage ich, es spielt 3 Stunden Gitarre, es geht Skifahren und ich soll, weil ich einmal eine halbe Stunde in die Kirche gehe, soll ich fanatisch sein. Ja. Nimmt die ganzen gleichen Maße für alles Ja, her. genau, das muss man ehrlich sagen. Ja. Wir wollen alle inklusive sein, nur die Katholiken gegen die Katholiken, da sind sie nicht inklusive. Ja. Da weiß man, das ist der Meister dieser Welt, ist der Meister der Lüge, Ja, ja. weil es nicht ehrlich ist in Wirklichkeit. ja. Aber ist egal, wir tun keine Leute verurteilen, wir wollen einfach Nein, nur sein nein, dürfen. Wir nein, wollen auch ja, uns auch ja. öffentlich unseren Glauben leben Und dürfen. sie sollten es kapieren, dass, Ja. dass es schön ist. Das ist katholisch schön, zu genau. sein. Das Das ist ist- katholisch. Das ist nichts Altfaserisches und nichts. Es ist schön. Und wenn ihr jemand aus Deutschland schaut und sagt, er geht an die Kirche, es ist tot und langweilig, kommt mal nach Medjugorje, Ja. dann werdet ihr das Feuer erleben. Ja. Oder du hast es auch erlebt. Auf einmal ist Feuer, auf einmal fängst du an zu beten, sag, lieber Gott, 3 Rosenkranze, meine Güte. Danke sehr. Habe ich auch gesagt. Ist okay. Ist für andere. Also bei mir war das. Und jetzt bete ich unwahrscheinlich viele Rosenkränze, wenn ich ehrlich bin. Und Ja. bin wie diese Kinder hinten dran. Wir werden wieder wie Kinder, oder? Ja, Die ja. vertrauen. Ja. Und hast du festgestellt, wenn du lebst mit der Intention, dein Wille geschehe, wie im Vaterunser in meinem Leben, dass du dann friedvoller lebst, fröhlicher lebst, wenn du dein einiges Ego aufgibst, dann sagte ich, dein Wille geschehe, Also lass das es, Ego ich ist sicher vertraue. noch, das Ego ist noch nicht gestorben. Ja, meins auch nicht, Also keine das Sorge. ist noch nicht gestorben. Ja? Mit dem kämpfe ich jeden Tag. Ich auch. Das ist ehrlich? Mit dem wutzle ich jeden Tag, Ja. den unteren Schweinehund, den muss ich jeden Tag abwürgen. Aber du hast die Erfahrung gemacht, wenn du vertraust, hast du ja gesagt, das Vertrauen ist zurückgekommen. Vertrauen, das ist eigentlich, das heißt für mich Gebet. Genau. Alles andere ist Fürbittgebet, kein Schlobpreis, kein Dank und so weiter. Mhm. Aber Gebet selber heißt Vertrauen. Ja. Sind nichts anderes. Und das hast du gefunden jetzt. Das ist ein Das lieber, habe ich- guter das- Gott, das der habe sich ich wirklich um gelernt. dich kümmert. Ja. Um dich im Ja. Detail, um dich auch. Ja. Ich auch, genau erfahren, Ja, dieser Gott. ja. Kein Das abwesender Gott, der ist immer da, jede Sekunde. Man kann Ja. nicht online gehen, Ja, ja. suchen Gebet. Ja. Einfach, wie wenn Ja. ich mit dir Ja. spreche, mit ihm reden. Ja, nicht kompliziert werden. Ja, genau. Nicht kompliziert werden. Alles andere ist sicher natürlich in der Gruppe oder Gebetsgruppen haben wir nachher gleich gegründet und so weiter. Da brauchst du natürlich die Formeln und so weiter. Aber zu Hause, oder sagen sie, ich brauche auch nicht viel Fernseher, ich brauche auch nicht viel katholische Vorträge mehr. Ja. Ich brauche die Ruhe. Ich brauche das Abgesetztsein mit ihm und Ruhe. Ja. Gleich Ich mir. habe eine Freundin, Ja. die ist wieder anders gelagert, aber Ja. die schaltet KTV und dann schaltet sie gleichzeitig Radio Maria und gleichzeitig und noch. Also irgendwann musst du es verdauen. Du musst es verdauen. Nicht nächste. Genau. Eine, Man muss, wie hat er gesagt, du musst nichts machen. Nein,
Du Du musst, musst gar nichts machen. du musst gar nichts machen. Das ist nicht wie in Deutschland, dass wir kriegen was, wenn wir was Ja. machen. Du Nein, brauchst überhaupt nichts zu tun, ich liebe dich trotzdem. genau. Und da haben wir gedacht, jetzt hat er mich runter erwischt, weil alle gehen heim Aha. und sagen danach, also jetzt müssen wir zwar raus, ganz beten, wir müssen zwar mal fasten und so weiter. Ja. Und zu mir sagt er, hey, du brauchst überhaupt nichts zu tun, ich liebe dich trotzdem. Fantastisch, oder? Jetzt hat Eigentlich. mich runter, jetzt hat mich runter erwischt. Hat mir ja auch wieder gepasst. Ja, der Papa war streng, musste mal viel arbeiten bei dir. Ja, Das war die Lektion. Wie man sagt, die Mutter Gottes gibt kleine Überraschungen hier, Ja. schöne Geschenke. Ding. Aha. Und du führst jetzt Gruppen her. Was sagst du denen? Warum nach Medjugorje kommt man einmal? Puh, Ich meine, du machst ja die Gruppen, dann kommen die und sagen, warum sollen wir jetzt mit dir mitfahren? wir schreiben es einfach aus Ja. und die wissen es, also das ist fast nur mehr Mundwerbung. Ja? Das ist Mundwerbung. Die andere sagt, du, die rufen uns an Forts, die wissen unsere Zeiten. Mhm. Die haben nachher gesagt, also nehmt uns mit oder tragen sie schon vor ein. Mhm. Also mit Werbung haben wir ganz wenig Ja, gebraucht. super. Also Aber das was ist Medjugorje für dich jetzt? Abschließend Heimat. Heimat. Für mich auch. Für den, das ist einfach runterkommen drum, wenn mir jemand fragt, wie oft ich drunten gewesen bin, dann sage ich ihm, ja, ich weiß es der Zahl nach nicht mehr wirklich, Mhm. aber von den, man fragt nicht, wie oft bist du bei Mama gewesen? Wem fällt denn ein, sagen, wenn ich frage, wie oft hast du deine Mama getroffen, nachher fällt euch niemand ein, oder? Genau so ist es. Das ist Heimkommen und die Sache hat sich. Es ist so ein bisschen, Leute sagen, es ist wie wenn der Himmel die Erde berührt hier. Hast du die Erfahrung gemacht? Dass alles fließt, göttliche Zufälle, wie wir uns jetzt getroffen haben, dass die jetzt sagt, Schluss mit dem Interview, klingelingeling. Genau, so ist es jetzt ist nachher morgen. Genau. Alles unter Zähler drin. Ja, freiwillig. alles fließt hier und man trifft Leute, die sagen einem was fürs Leben. Ja. Hast du die Erfahrung auch gemacht? So, dass auf einmal irgendwann kommt Doch. und dir was sagt und du sagst, wow, das ist genau, was ich gebetet habe oder so irgendwie. Wie Oder? meinst du jetzt das genau? Dass du irgendwie jemand kommt zu dir und sagt dir irgendwas. Und dann sagst du, ja, wow. Ja. Warum kommt dieser Mensch und sagt mir das hier in Medjugorje jetzt? Ja. Auch schon passiert. Also ja. Aha. Ja. Aha. Für den, also da hat es viele, wenn ich jetzt da ins Detail gehe, das sind aber kleine Schätze, die man sich gern selber gehalten. Ja, natürlich, Wo muss man man. so jetzt nicht, genau. also wo Ja. ich bin auch mit solchen Erfahrungen erzählen ein bisschen vorsichtig, Gut weil so. die anderen nachher auch das Gefühl haben, von den, ja, mir ist das nicht passiert, habe ich was falsch gemacht und so weiter, bin ich auch schon draufgekommen, wenn man jetzt viel Preis gibt. Ja. Von den, es sind persönliche Geschenke, die man gern bewahrt und gern gehalten und dankbar annimmt, aber ich will sie nicht gern an die große Glocke hängen. Fantastisch. Von Genau. den, weil nachher sagt man, ich habe gar nichts erlebt und die anderen erleben alles und so weiter, was habe ich falsch gemacht und so weiter. Also Gott soll beschenken, wenn man will. Ja. Und manche kommen erst, ich sage oft im Bus nachher Dinge, es kommt daheim drauf. Ja. Es kommt erst nach einem halben Jahr oft drauf, was Ding ist, was passiert ist. Fangt sie jetzt an wollen in der Schachtel schon, was ist jetzt so drinnen, was habe ich, weil immer große Sprüche, der wird Geschenke und er kriegt Gnaden mit und so weiter. Und der andere sagt, ich kriege gar nichts, ich habe gar nichts mit, ich merke nicht, was passiert ist. Und das tut mir nach einem leid. Ich will da niemanden beschämen oder irgendwo Fantastisch. Dinge. Also da muss man Einfach das Herz aufmachen, herkommen. sein. Ja. Das wird schon merken, da wird schon draufkommen. Weil am Anfang ist ja bei mir auch nichts passiert. Genau. Kann ich auch einen Zahn gehabt und dann denke ich, da bringt mir kein Mensch mehr an. Super. Toll. Was kann ich sagen? Danke für dieses wunderschöne Interview. Ja, Aber du also kannst am Ende sagen, Gott ist gut und vertraust ihm jetzt. Ne? Ja, Ich auch. voll. Danke für das schöne Interview. Okay.